Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Hinter mir lag eine sehr stressige Woche. Es waren viele Aufgaben zu erledigen und war mir diesmal gar nicht so sicher, soll ich das machen? Die Woche war stressig genug. Bringe ich die Energie auf? Bin ich überhaupt kreativ? Und während ich meinen Gedanken so zugehört habe, stand die Antwort im Grunde genommen fest. Ja, ich möchte gerne malen. Ich möchte kreativ sein. Ich möchte Abstand nehmen von dem, was in der Woche war und mir Zeit zum Malen nehmen. Mein erster Impuls, eine kleine Leinwand zu nehmen, habe ich dann tatsächlich verworfen. Die Leinwand, die dort auf meinem Arbeitstisch liegt, ist 80 x 80 cm groß und ich hatte dann tatsächlich auch richtig Lust, mit dieser Leinwand und Farben zu arbeiten. Außer dass ich malen wollte, hatte ich kein weiteres Ziel. Ich hatte kein Konzept, so wie ich das eventuell habe, wenn ich meine Rost- und Patinabilder male oder wenn ich grundsätzlich an einem Rakelbild arbeite. Ich wusste nur, ich möchte abstrakt malen oder in diesem Fall werde ich überhaupt keinen Pinsel benutzen, auch wenn er manchmal im Bild zu sehen ist, sondern ich arbeite ausschließlich mit meinem Palettmesser. Ich habe darauf verzichtet, den Hintergrund zu bemalen, so wie ich das normalerweise tun würde, weil ich einfach Lust hatte, die Farben direkt auf der Leinwand zu platzieren und dann zu gucken, was passiert, wenn ich mit dem Palettenmesser arbeite. Ich konnte langsam arbeiten, ich konnte mich in Ruhe aufs Malen einstellen und ich habe dann gemerkt, dass ich die Aufgaben von der Woche vergesse, die Gespräche, die Telefonate und die ganzen Sachen, die man sonst noch erledigen musste. Und war letzten Endes schon froh, als das Bild so ungefähr in diesem Stadium war, tatsächlich mit dem Malen begonnen zu haben. Es gibt viele Methoden, Stress abzubauen. Der eine geht spazieren, hört Entspannungsmusik, macht progressive Muskelentspannung oder autogenes Training. Und all die Methoden sind auch geeignet, um sich etwas Gutes zu tun. Nach den ganzen Grün- und Blautönen, die ich in der letzten Zeit verwendet hatte, habe ich fast automatisch zu Rot gegriffen. Das ist ein dunkles Kaminrot und ansonsten habe ich mich noch für das Reflexrosa entschieden, sowie das helle Rosa und ein dunkles Blau. Und ähnlich wie bei der Rakeltechnik habe ich angefangen, die Farben über die Leinwand zu schieben und zu schauen, welche Farbmischungen sich ergeben, was passiert, wenn man die Farbe nur bis zur Mitte des Bildes führt und was passiert, wenn ich hinterher die Leinwand noch einmal drehe und komplette Bahnen ziehe. Ich habe dann gemerkt, dass ich wollte, dass das Bild auch eine gewisse Wärme ausstrahlt, dass es abstrakt bleibt und ist und dass es aber auch nicht zu dunkel wird. Und dieser Blauton ist richtig schön satt und gibt diesem Bild an bestimmten Stellen nochmal einen besonderen Touch.
Ich habe jetzt die Leinwand anders zu mir gedreht und das Bild ist auch noch lange nicht fertig, aber ich achte jetzt verstärkt darauf, an welchen Stellen ich meine Farben platziere. Vorher war das Setzen der Farben eher so spielerisch, einfach mal gucken, was passiert, und das hat sich jetzt verändert. Ich habe mich tatsächlich in das Malen hineingefunden. Und noch schöner war es zu merken, dass ich mich richtig wohlgefühlt habe. Was sind denn deine liebsten Wege, um von einer stressigen Woche abzuschalten und Abstand zu gewinnen? Bei dieser Art des Malens wird tatsächlich sehr viel Farbe eingesetzt. Ich habe das daran gemerkt, wenn ich das Bild gedreht habe, dass diese Leinwand immer schwerer wurde, und ich arbeite natürlich auch gerne mit pastösen Farben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit weniger pastösen Farben funktioniert. Das Bild wird dann anders aussehen. Und anhand der Spiegelung der Deckenleuchte könnt ihr auch erkennen, dass ich nass in nass arbeite. Es wird ja immer wieder gefragt, auch bei meinen Rakelbildern, es ist so, dass ich die einzelnen Schichten nass in nass arbeite. Man kann das Bild zwischendurch trocknen lassen, vielleicht weil man nicht die Zeit hat oder weil die Farben von einem anderen Hersteller sind, und das ist auch kein Problem. Es wird dann in der Optik etwas abweichen, es sieht dann halt anders aus als bei mir, aber das ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat seinen eigenen Stil, seine eigene Note, verwendet seine Lieblingsfarben, seinen Lieblingspinsel und schafft seine eigene Kunst. Und das finde ich wunderbar. Mir fehlt noch etwas an Farbe und an manchen Stellen möchte ich gerne noch etwas heller auf dem Bild werden, um etwas mehr Kontrast zu erhalten. Dadurch, dass ich diesmal den Hintergrund nicht bemalt habe, war mir sehr bewusst, dass es Stellen geben wird, wo ich auf die Leinwand hinunterschauen kann. Das heißt, es werden hinterher im Bild ein paar kleine weiße Stellen zu sehen sein. Ein paar Stücke am Rand versuche ich dann auch noch ein bisschen zu korrigieren, weil es mir dort zu weiß erscheint und ich keine weiße Farbe auf dem Bild eingesetzt habe. Alles in allem kann das aber auch ein Stilmittel sein. Und bei dieser Technik ist es dann auch normal, punktuell kleine weiße Stellen zu haben oder eben auch am Rand solche Stellen zu haben. Wer das nicht mag oder bei wem es nicht ins Farbkonzept passt, dem würde ich einfach empfehlen, vorher die Leinwand in einer entsprechenden Farbe zu bemalen. Danach war mein Bild fertig. Es spiegelt etwas die Deckenleuchte, aber ich denke, dass man das Bild trotzdem ganz gut erkennen kann. Ich finde, die Ausgewogenheit zwischen hellen und dunklen Bereichen ist auf diesem Bild ganz gut gelungen.
Die Trocknung dieses Bildes hat diesmal etwas länger gebraucht, weil tatsächlich viel mehr Farbe auf die Leinwand aufgetragen worden ist, als ich das bei der Rakeltechnik normalerweise habe. Hier sehen wir auch wieder das Phänomen, dass Acrylfarben dunkler auftrocknen, als sie im nassen Zustand sind. Wenn man das ein bisschen vorher einkalkuliert und dann eben die dunkleren Bereiche nicht ganz so groß werden lässt, hat man ein sehr schönes Zusammenspiel. Gerne zeige ich euch das abstrakte Acrylbild auch nochmal an der Wand und in einer anderen Beleuchtung, auch nochmal vom Nahen. Die Technik ist durchaus verwandt mit der Rakeltechnik, wenn man jetzt mal diese kleinen Inseln betrachtet. Es ergibt sich jedoch ein ganz anderes Bild. Es wurde mir schon mal die Frage nach einer Versiegelung gestellt. Ich versiegel meine Bilder grundsätzlich nicht und das liegt daran, dass die Farben von Amsterdam Acrylics seidenmatt auftrocknen und jede Farbe ihren eigenen matten Glanz hat, sodass sich auch dadurch ein lebendiges Spiel ergibt. Wenn ich das mit einer Versiegelung oder einem Firnis überdecken würde, hätte ich überall den gleichen Eindruck. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was du nach einem stressigen Tag oder einer stressigen Woche für dich tust. Und vielleicht können auch andere Menschen davon profitieren. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.